Hallo und herzlich willkommen zu Crimson Shroud an diesem Wochenende. Und zwar dieses kleine Päckchen hier. Crimson Shroud. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Es ist irgendein Würfelspiel und wir gucken einfach mal. Wahrscheinlich ist es auch nicht unbedingt so das allerprallste Spiel, aber mal gucken. Im Webshop habe ich noch ein bisschen gespielt. War ganz interessant. Ob ich es lange spielen würde, weiß ich jetzt auch nicht. New Game. Ich bin sehr gespannt. Zumal ich selber keinen blassen Schimmer habe. Prolog. A world without magic. Until the gifts brought magic to the world. Gifts from whom and for what purpose? None can say. Some claim God gave these gifts to mankind. Others say they are temptations devil sent. There are many gifts now in this world. Some contain powerful magic, others less so. They have made easy what was once unthinkable. It is hard to imagine life without them. Of course, all began with one single gift. But you already knew that, didn't you? This is a tale of those who would quest for this origin miracles, the Crimson Shroud. May God have mercy on their souls. He who receives a gift sells his liberty. Crimson Shroud. Okay. Das Spiel sah ein bisschen komisch aus, aber ich dachte, ich probier's mal aus. Und diese Erfahrung teile ich einfach mal mit euch. Chapter 1. Genesis. Sah auf jeden Fall mal anders aus und deswegen wollte ich es mal ausprobieren. Flint is beginning to lose his patience. Not because the three teams he sent and haven't returned, nor even because he has no idea what's killing them. I told her there was nothing she could do. One little Krish girl against that. And what good are the barber surgeons if they won't mend who and what I say? The dark take their oath. A girl of 16 or 17 lies on the chair before him, old enough to be a woman, but by her face still a girl. But by her face still a girl. A girl of 16 or 7, also nein. Einfach wieder von vorne anfangen. Sweet beads and jewels on her olive skin, and her breath comes painfully, gasps as she sleeps. The chair is a crude affair, clothes stretched over a thin wooden frame, made for quick assembly near the battlefield. Not much in the way of comfort, but better than the hard ground. Flint glances down at the clothes strips used to staunch her wounds. Barber surgeons have clearly been about the bloody work here. But the fresh bandages are already run through with red. The report said her wounds were not light, and she sees the truth of it here. No time to nurse her back to health now. Flint knows her name, her face, her skill. She is one of the Squish, a heretical, godless people. They see the will of heaven in the movement of stars, and hear the laws of earth in the whispering of spirits. This is their way. They have no land of their own, roaming with no heed of borders. Many wander openly, why the conclaves afford them such protection. Here's a particular fish, Frey,
none other than famed chaser Gyaukre's partner. Das weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Gyauk. The dark take him too. Sometimes I think the man's sole purpose in this world is to bring me grief. Chasers are like hounds, trained for the hunt. They track down fled criminals and the like, but where hounds work for loyalty, chasers work for gold alone. Gyauk, keine Ahnung. Ist irgendein Name, aber it's one of the best, and Frey is his right hand. Hilua powder, my lord, but Hilua contains toxins, poison to a weakened heart. Another one, Flint thinks, as useless as the surgeons, and he's one of mine. Meant again that Frey be waked? Shakes the sleeping Frey to rouse her. Das ist, glaube ich, hier ist sie still und sie aufwecken. Die meant again that Frey be waked. Wir trauen weiter auf, dass sie aufwacht. I can't think of more worthy reasons for a man to die than ignoring orders. Flint notes the familiar look of fear mingled with regret in the man's eyes. With shaking hand, the man pries open Frey's her mouth, forcing a slender metallic pipe down her throat. Into this, he pours in slowly the medicine. All is done, he exits the tent, careful to avoid meeting Flint's eyes. A heartbeat later, Frey wakes. In her dazed state, it takes her a few moments to realize that the night is hulking black. In hulking black armor before her is Sir Flint Rosenbach. His eyes burn a hole in her soul. Flint is, to not minds words, the enemy. One of the Knights of the Peace, he served the Senate in name and himself and all else. Full extent of his shadowy dealings are known only to him. Boah, ist das viel Story. It is a fact of the profession that chasers sometimes accept work that is not entirely lawful. Fact which often puts Flint and his order at odds with the chasers. Now our enemy is my savior, Free realizes. As she collects her wits, she notices for the first time the pain lancing through her body. Her life may have been spared, but she's broken. A few ribs, and each breeze is a chore. She wonders if the cloud that seems to lay thick on her mind is connected to the dull throbbing in the back of her head. What are you doing here, Flint? You know why I'm here. Now the truth. Where's Gyauk? Okay. Es ist interessant erzählt, First Gate. Das ist auf jeden Fall eine interessante Erzählweise, muss ich sagen. Grafisch sieht's interessant aus. How did things go so wrong? You curse at the sky, as you curse your own lack of caution. The man, the one in that breeding pool of blood, isn't moving. You wonder at his wounds, but realize that leaving your cover would make you a target for more arrows. And there are always more arrows. You feel eyes on you and see Frey behind a tree, not 10 paces away, glaring at you as if to say this wall is ill planned. Ill planned indeed. None had been willing to lead you into Sinner's Gulch, except one brave man, one out there leaking life. He told you often the danger himself. The gulch is goblin ground, he said. Goblins might stand only half as tall as a man,
but they're quick, cunning, and savage as jackals. Goblin will shiv you and take your coin every time. Only question is which he'll try first. If there's one thing goblins can't stand, it's interlopers. And they have the teeth, tongues, and severed eyes to prove it. But don't bother putting up signs. Scalps at fringe, their warriors' shields give notice enough. All this you knew. You've seen your share of battles. There are enough notches in your blade to put a hardened knight to shame. Sure, you've had your share of close scraps, but that's what being a chaser's all about, right? Chase. You're no hedge knight, with more bravery in his cups than in his sheath. You're made of stronger stuff, warrior. This one's in your swollen head. You hear Frey curse under her breath. Better swallow that C-word, you grunt. A mistake. The goblin turns toward the sound of your voice, his bone axe biting the air as he charges. Okay, es sieht echt komisch aus. Cursing your lack of caution once again, prepare to meet the attack as you see another goblin further away, the blighter, that put feathers in your guide's gut. Stand and let loose another arrow at you. Ist das jetzt einfach nur so eine... Ich habe gerade das Gefühl... Ich habe irgendwie gesehen, das hat zumindest was mit Würfeln zu tun. Bisher sehe ich keine Würfel, bisher ist es eher so eine... so ein storybasiertes Spiel. Spin and parry the arrow, lean just enough to dodge the shot. Wir drehen uns und parieren den Pfeil. During your adventures, you will have frequent opportunities to roll dice in order to overcome challenges. You will be given a certain number of dice for each roll. The results determine whether an action succeeds or ends in failure. Also ich kann eine Aktion auswählen und dann muss ich Würfel werfen und die Würfel entscheiden, wie diese Aktion ausgeführt wird. Okay, touch the stylus to the touchscreen to grab the dice. Slide to shake and lift the stylus to roll. Also hin und her bewegen für Schütteln und oder einfach hinten überhaupt bewegen und hochheben, dann rolle ich. Alternatively, you can press and hold the A button to grab the dice, use the circle pad to shake, release the A button to roll. Okay, dann bewegen wir es mal und werfen. Ich habe eine 9 und eine 6. 15. Scheinbar Erfolg. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Spin and knock the arrow aside with your sword, only to see another following right behind it. A ruse. Though you parried the first arrow, now your weight carries you directly into the path of the second. The arrow is about to pierce your side when the air around your body seems to shimmer and harden like translucent armor, phrase sorcery. The air acts like a cushion, slowing the arrow until it stops, just touching your side, whereupon it falls to the ground. Also wirklich so einfach ein komplett geschichtsbasiertes Spiel, was ein bisschen glückabhängig ist bezüglich der Würfel, so wie ich momentan das komplettes Gefühl habe. Kann interessant sein, ist aber eher weniger meins. Yet there's no rest for the wicked. The first goblin rushes in, swinging his bone axe straight for your head. A dull sound reverberate through the air as you block the blow. The goblin is pressing down harder now, trying to force the axe blade past your guard. You push back with all your strength, until your arms tremble with the strain, and it is all you can do to retain your grip
on your sword. Just then, 2 arrows streak over your shoulder, plunging straight into the goblin's arm. The goblin staggers backward, ripping 2 arrows from his flesh and tossing them aside. If I didn't know any better, I'd say you're slipping, Gyauk. Return to see your partner Lippy, standing with his bow at the ready, a grin across his face. Took you long enough, Lip. Short distance away, you hear Frey roll. Goblin Gyauk? Don't get your small clothes in a bunch, I'm on it. Raise your sword. Time to show these goblins what chases are made of. Da kommt jetzt erst der richtige Kampf. Encounter. Jetzt kommt erst der richtige Kampf. Dann haben alles wirklich solche Spielfiguren. Okay, er hat Schaden genommen und irgendeine Leiste hat sich aufgefüllt. It's your turn. During your turn, you may do one of the following: attack, use magic, or use an item. In addition, you may also use one of your skills. Select End Turn from the menu when you're finished. You end your turn without taking any actions. The next turn will come more quickly. Okay, also kann ich... Magie kann er nicht. Ich kann Skills verwenden oder einfach angreifen. Ich kann meine Partner angreifen, das ist total intelligent. Weil der Bogenschütze ist... So. Ich muss zweimal drücken. Das ist ja schön, ich habe erstmal verfehlt. Gut, dann mach mal Fokus. Das hätte ich wahrscheinlich vorher tun sollen. Build up MP in order to use magic and skills. Gyauk and Lippy must use items to recover MP, or allow MP to naturally accumulate by attacking. Ray, however, has special skills to enable her to recover MP more quickly. Go to Frey's skills and use Meditate to recover her MP. Ich muss zwischendurch mal was trinken. Once she has enough MP, try casting a Protect spell on Frey. This spell reduces the amount of damage she takes from enemy attacks. As Frey is particularly vulnerable to attacks, strengthening her defenses will make combat a far more pleasant experience for everyone. Okay, eigentlich hat mir das Spiel jetzt ja gesagt, ich soll meditieren. Dann, wow, wie viele 5 verschiedene Würfel. Solche Würfel noch nie verwendet, so wie diese Würfel aussehen. Ich kenne nur die ganz normal mit 6 Seiten. Die anderen schon mal gesehen, aber noch nie irgendwo mal verwendet. 30. Habe ich jetzt 30 MP? Stand irgendwas mit 45. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ich soll Protect machen und zwar auf Frey. Okay, habe ich getan. Go to Gyauk's skills. Once he has enough MP, try using his Inspire skill. This will enhance his attacks for a period of time, meaning more damage dealt to his enemies. Also das. Er hat aber keine MP. Jetzt einfach erstmal angreifen. Ich treffe den Gegner nicht, das ist total toll. MP habe ich nicht. Das sind Stats. Wir gehen wieder dran und machen jetzt wieder Schaden.
Gray ist wieder dran und kann erstmal, würde ich sagen, wieder meditieren. Und ich wieder MP bekomme. Wir haben eine 24. Ich habe sie 39 MP regeneriert hat. Ich habe es noch immer nicht richtig verstanden. Beschützen wir mal Lippi. So, jetzt hat er auch Verteidigung erhöht. Go to Lippy's skills. Once he has enough MP, try using his focus skill. This will improve the accuracy of his attacks for a period of time, meaning more of his shots will hit their mark. Identifying which skill will deliver the maximum benefit in a given situation is in itself a very valuable skill. Okay, dieses Fokus-Ding habe ich letzte Runde schon eingesetzt. Das heißt, ich werde jetzt einfach... Hallo? Angreifen. Greifen wir den normalen Goblin mal an. Vielleicht treffe ich den ja. Hey, wir haben ihn getroffen. Nein, ich möchte bitte keine MP verbrauchen. Ich möchte ihn zu beenden. Jetzt soll ich ja Feuer machen für sich selber, genau. Ja, seinen Angriff erhöhte. Greift den normalen Goblin an. Ich sehe auch nicht das Leben der Goblins, ne? Nö. Lippy ist wieder dran. Nicht. Ich wollte gucken, ob er Skills kann, aber gerade nicht. Aber mit Touchscreen kann ich das auch machen. Greif mal den normalen Goblin an. Der normale Goblin ist schon mal besiegt. Kann ich jetzt Lightning Arrow zum Beispiel auf den anderen Goblin einsetzen? Sehr schön. Sie ist wieder dran. Ich kann auch heilen, das finde ich auch. Solid Strike, mach das mal. Sie ist also wirklich die Magierin im Team. Gut zu wissen. You were victorious! Win or lose, your results are displayed after each battle. You can review the battle from this screen by selecting Log. When you've finished reviewing the log and results, select Done. Note that you cannot return to the results screen once you've left. You were victorious. Log. Da steht einfach nur, was die ganze Zeit passiert ist. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Habe ich ja mitbekommen. Ich habe ja gekämpft. After battle you can claim items from the spoils. Each item requires a certain amount of barter points, which you earn during battle. 301, wenn ich es richtig lese da unten. Tap on an item on the touchscreen or press the A button after selecting it with the cursor to highlight it. The item name will return that, and the required barter points will be subtracted from your total. Repeat this process to select an item. Items you cannot afford appear in gray. Press confirm after highlighting the items you want. Your performance in battle determines the amount of barter points you'll have to spend. Barter points reset after each battle and are not carried over, so spend as many as you can. Da soll ich mir wirklich immer so viele Sachen mitnehmen, wie nur möglich. Gut zu wissen. Ich sollte zum Beispiel die Axt mitnehmen. Das erhöht. Macht so viel Leben wieder auf das auch. Noch ein Bogen. Das erhöht MP, Silberring. Das erhöht mehr rauf und damit kann ich jemanden wiederbeleben. Nehmen wir das, zumindest wenn ich es richtig verstehe, ist das Wiederbeleben. Confirm. Okay,
Ja, ich will eigentlich langsam mal beenden, aber ich darf nicht. After battle, you can sometimes learn skills. When you've finished bartering your items, a list of available skills will appear. Each character has a unique list of skills. Select the skill you'd like to learn and then tap it on the touchscreen or press the A button. After selecting a skill, the list will automatically change to the next character's list. You can also press the L button or R button or tap the L and R button icons to cycle between the characters. Each character can only learn one skill at a time. Unlearned skills remain in the list and can be learned in the future. When you've chosen a skill for each character, select Confirm to finish. Okay. Fokus ist ja, dass er besser trifft. Heroism erhöht den Waffenschaden um 10%. Das erhöht seine Verteidigung. Nehmen wir mal den Angriff. Ganz anhand Avoidance. Damit kann er besser ausweichen. Den Angriff. Oder Enhanced Attack sogar. Also das ist irgendein bestimmter Angriff, den er einsetzt. Oder wenn er einen verzaubernden Angriff bekommt, bin ich mir nicht ganz sicher. Und das erhöht den Angriffsschaden. Machen wir da Inspire und das erhöht Resistenz, P-Regeneration um 25%. Magic. Das weiß ich nicht. Die Buff. Die Feudal. Battle. Keine Ahnung, Confirm. Ist der Kampf jetzt vorbei? Ja, er ist vorbei. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange jetzt storytechnisch noch irgendwas passiert. Darum würde ich sagen, das war's für heute. Und morgen geht's nochmal damit weiter. Gucken wir uns das Spiel weiter an. Es ist bisher merkwürdig. Aber es sieht teils zumindest aus wie ein klassisches AP. Role-Playing Game. Weil man einfach ganz normal rundenbasierend erkämpft und sowas alles, nur halt glücksabhängig, teils von Würfeln, soweit ich es gesehen habe, bestimmte Aktionen. Und man kann zumindest Aktionen oder sowas auswählen. Boah, mal gucken, was noch kommt. Und wie letzte Woche auch schon, wenn euch dieses Projekt interessiert, schreibt es in die Kommentare. Und ich werde gucken, dass ich dazu vielleicht nochmal ein paar mehr Parts mache, als nur für heute und morgen. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.